ihr wieder dabei seid. Heute wollte ich mal wieder ein richtig tolles Mischbrot mit euch zusammen backen. Und zwar, hier kann ich euch das schon mal zeigen. Ja, das ist also wirklich ein super Brot. Ich habe das Brot mit Lievitomaten gebacken und habe es abends angesetzt. Das war so gegen, ja, 8, 9 Uhr. Und habe es dann fertig gemacht, in den Kühlschrank gelassen und habe es wirklich, ich sag mal, 18 Stunden im Kühlschrank gehen lassen. Das heißt, ihr hättet nach 12 Stunden den Teig schon rausholen können und verarbeiten. Aber ich hatte den Tag wirklich keine Zeit. Und ja, es ist eben dann später geworden und der hat ungefähr, also 18 Stunden war der im Kühlschrank und ist ganz langsam gegangen. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch in diesem kleinen Film. So, ich habe jetzt hier Lievitomaten, das habe ich heute gefüttert und lange stehen lassen, ist gut hochgegangen. So, das sind jetzt 180 Gramm. So, ich habe jetzt 340 Gramm Wasser. Lass das jetzt circa 30 Sekunden auf Stufe 2 und gehe dann weiter bis zu 4, dass sich das Ganze richtig auflöst. So, das waren jetzt nur 30 Sekunden, hat sich wunderbar aufgelöst. So, das wird jetzt ein Mischbrot und zwar gebe ich einmal Dinkelmehl Typ 630. Davon gebe ich einfach mal so 200 Gramm. So, dann habe ich hier auch noch mal Biomehl Typ 1050. Davon gebe ich 150 Gramm. Hier habe ich jetzt noch Roggenmehl. Da gebe ich wirklich nur so einen Esslöffel rein. So, und hier gebe ich noch mal vom Weizenmehl Typ 550 260 Gramm rein. Hier habe ich noch etwas Brotgewürz. Das habe ich mir bei Amazon bestellt. Da gebe ich aber nicht so viel rein, weil das sehr intensiv ist. Also gebt da mal nur so ein bisschen rein. Also ich mag es auch, 1 Esslöffel Essig dazu zu geben oder auch 2. Und circa 15 Gramm Salz. Und 20 Gramm Olivenöl. Es kann gut möglich sein, dass ich wirklich noch mal etwas Wasser dazugeben muss, aber das werde ich dann sehen. Dann gehe ich auf die Knete-Taste. So. Gebe jetzt 4 Minuten ein. Und los geht's. So sieht es ganz gut aus. Ich schaue mal nach und ja, es kann ruhig noch etwas feuchter sein, das Brot. Deswegen gebe ich da noch mal so ganz bisschen Wasser mit rein. Es müssten jetzt ungefähr 20 Gramm oder 30 Gramm gewesen sein. So, jetzt habe ich noch mal 2 Minuten eingegeben und gebe jetzt hier so ein paar Kürbiskerne dazu. Sollte der Teig dann zu nass sein, gibt ihr einfach einen Teelöffel Mehl noch mit rein. Das spürt man dann. Hier bereite ich schon mal die Schüssel vor. Und zwar gebe ich da ein bisschen Olivenöl rein und verteile das Ganze. So, schaut euch diesen Teig an. Der sieht richtig super aus. So, jetzt ein Trick von mir, und zwar sollte der hier so ein bisschen kleben an den Seiten. Geht ihr einmal hier in das Mehl rein mit dem Schaber und löst es hier an den Seiten. Geht rundherum, immer wieder mal ins Mehl rein, umdrehen und abwarten. Wir helfen ein bisschen nach.
Und das gebt ihr jetzt nochmal auf Stufe 10, dann habt ihr wirklich alles raus. Seht ihr? Jetzt nochmal ins Mehl reingehen und dann kriegt man das wirklich richtig gut raus. Jetzt nochmal kurz falten. Dann geben wir dem Teig ein bisschen Spannung. Kann sich dann 12, 13, 14 Stunden, je nachdem, im Kühlschrank dann ausruhen und langsam vor sich hingehen. Das Olivenöl oben drauf geben. Ich lasse es jetzt die ganze Nacht in den Kühlschrank. Ich habe den Teig jetzt wirklich 18 Stunden im Kühlschrank gehabt. Ich hatte vorher keine Zeit gehabt, den fertig zu machen. Ihr könnt den natürlich nach 12 Stunden rausholen. Der muss dann allerdings dann noch auf Zimmertemperatur gelassen werden und dann mit den Fingerspitzen öffnen. Dann schön falten und so ein bisschen schleifen, mit dem Tuch abdecken und nochmal so für circa Viertelstunde ruhen lassen. Also ich hole jetzt meine heiße Pfanne aus dem Ofen raus. Super heiß. Und gebe da etwas Mehl rein. So. Ja, ist jetzt gut aufgegangen. Und jetzt stürze ich das einmal vorsichtig hier in meine Backform rein. Ah, hätte ich mich beinahe wieder verbrannt. Ich sprühe das jetzt noch mal ein bisschen Wasser. So, und gebe das jetzt so in den Ofen rein. Und lasse das jetzt auf 250 Grad circa für 10 Minuten und stelle es dann runter auf 220 Grad. Ach, guckt euch das an. Ist super heiß. So, dann schauen wir mal. Ich habe das jetzt ungefähr eine Stunde drin gehabt. Ja, perfekt geworden. Heiß, 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 heiß. Vorsichtig. Ja, ich kann nur sagen, sieht wirklich richtig, richtig super klasse aus. Also ihr könnt es ruhig lange gehen lassen. Wenn ihr den Teig gemacht habt, wirklich könnt ihr, also ich hatte den jetzt bestimmt 18 Stunden im Kühlschrank gehabt und habe den danach noch zweimal gefaltet. Habt ihr ja gesehen, wie ich das gemacht habe. Das war's von mir. Hiermit werde ich mich von euch verabschieden. Und anschneiden kann ich ja jetzt noch nicht. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch.